Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut und heute reden wir mal wieder über unseren Ex-Spieler Tatsuya Ito. Ist glaube ich ein Thema, wo sich immer sehr viele darauf freuen, weil Ito vor allem eine sehr, sehr schöne Zeit geprägt hat, meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr sympathischer Spieler, wenn man ihn persönlich kennengelernt hat oder kennenlernen durfte. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür mehr und damit starten wir rein ins Video. Tatsuya Ito ist zurück in der Heimat und zeigt sofort, was er drauf hat. Beim ersten Spiel für seinen neuen Club Kawasaki Frontale überzeugt der ehemalige Spieler vom 1. FC Magdeburg mit einer starken Leistung. Und ja, das freut mich für Ito, dass er wieder zurück ist in seiner Heimat und vor allem direkt performen kann. Das ist sehr, sehr wichtig für ihn, vor allem weil er zuletzt beim FCM eher weniger gespielt hatte und jetzt endlich wieder zurück ist mit seiner Familie und dann auch wieder richtig gut spielen kann. Am Dienstag gewann der japanische Erstligist Kawasaki Frontale bei den Pohang Steelers aus Südkorea mit 4:0, 1:0 zur Halbzeit. Es war ein Sieg, der wohl auch den einen oder anderen Fan vom 1. FC Magdeburg anrühren wird. Eröffnet wurde der Torregen beim Spiel der ostasiatischen Version der Champions League durch eine Vorlage von Tatsuya Ito, eben jenem Ex-FCM-Spieler und Magdeburger Publikumsliebling. Ja, eine schöne Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, freut mich sehr für ihn, dass er es geschafft hat, sich durchzusetzen. Ist, glaube ich, auch für ihn sehr wichtig, nachdem er eher schwierigere Kapitel hatte, obwohl er beim FCM wirklich wieder in Fahrt gekommen ist. Hat er beim Hamburger SV sein großes Hoch gehabt, ist dann nicht in der ersten Liga geblieben, hat sich dagegen entschieden, ist nach Belgien gewechselt, was ein großer Fehler war, da kaum gespielt, dann zu uns gekommen, wieder sehr, sehr beziehungsweise hat den Stammplatz bekommen, sich wieder hochgespielt und dann wurde es wieder weniger, nur noch Rotationsspieler, beziehungsweise Joker und irgendwann hatte er selbst die Rolle nicht mehr. Und dann musste er wechseln und jetzt darf er direkt wieder spielen. Freut mich riesig für ihn. Wirklich, wenn es ein Spieler verdient hat, dann er auf jeden Fall. Und es ist schon respektabel, was er geleistet hat, innerhalb von im Endeffekt nur ein paar Jahren so ein Publikumsliebling zu werden. Schafft nicht jeder. Und wenn man ins Stadion guckt, sieht man überall ein Trikot. Und das ist vor allem entweder das mit der 23 oder mit der 37 von Tatsuya Ito. Die Nummer hat er auf jeden Fall sehr, sehr bekannt gemacht in Magdeburg. Ja, es war das Debüt der einstigen Mickey Maus von FCM-Trainer Christian Tietz bei seinem neuen Verein Kawasaki Frontale. Ito wechselte im Winter auf eigenen Wunsch. Er verließ Magdeburg nach 97 Spielen, in denen er 12 Tore schoss und 14 Treffer auflegte, was, muss man sagen, für einen Joker beziehungsweise kurzzeitig Stammspieler eine sehr, sehr, sehr gute Quote ist in 100 Spielen. Circa 26 Scorer ist circa in jedem vierten Spiel ein Scorer. Das ist sehr, sehr gut. Vor allem für einen Flügelspieler, der relativ wenig gespielt hat zuletzt. Gibt es dann wahrscheinlich sogar eine Quote, jedes zweite Spiel, wenn man es aufrundet, dass er einen Scorer gemacht hat. Sehr, sehr gut. Und vor allem, wenn man sich überlegt, Spiele gegen Schalke oder auch gegen Verl, das waren alles sehr, sehr emotionale Momente, wo er dann getroffen hat, auch noch. Also er hat die wichtigen Tore gemacht, kann man ganz ehrlich sagen. Heute, nur wenige Wochen nach seinem Abschied aus Magdeburg, spielt der dribbelstarke Japaner mit dem explosiven Antritt für Kawasaki Frontale. Wie beim FCM trägt er dort die Rückennummer 37 und konnte bei seinem Debüt überzeugen. Ja, er hat es geschafft und wir schaffen es gleichzeitig auch in der zweiten Bundesliga gut zu spielen. Für beide Seiten ist es ein gutes Plus. Für ihn tritt jetzt wahrscheinlich Nürnberger die Stelle an und die Joker-Rolle übernimmt dadurch ein bisschen Xavier Michi, habe ich so ein Gefühl, oder auch Texera. Ja, meiner Meinung nach hat er leider die Qualität nicht mehr, aber er war ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil vom FCM.
vor allem für den Aufstieg und für das Klassehalten. Ito stand gleich in der Startelf. Nach 31 Spielminuten legte der Ex-Magdeburger für Sturmkollegen Shin Yamada auf, der zum 1:0 traf. Es folgten 3 weitere Treffer der Gäste, jedoch ohne Beteiligung von Ito, der nach 77 Minuten beim Stand von 3:0 ausgewechselt wurde. Aber man muss natürlich direkt mal sagen, sehr, sehr wichtig für einen Spieler, direkt, wenn man in der Startelf steht, sich direkt mal klar zu machen: Ich gehöre hierher und vor allem ich kann treffen, beziehungsweise scoren. Mit einer wichtigen Vorlage zeigt er dem Trainer auch: Ich bin da, du kannst auf mich setzen. Sehr, sehr wichtig für ihn. Der Außenstürmer zeigte bei seinem ersten Auftritt eine gute Leistung. 87% seiner Pässe erreichten den Mitspieler. Und vor allem das ist gut als Flügelspieler, wenn man überlegt, dass durchschnittlich ein Heber in der Innenverteidigung, der meistens mit den Innenverteidigern nur zusammenspielt oder zum Torwart zurück, 91% hat, und das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Und jeden zweiten Zweikampf konnte Ito für sich entscheiden. Auch das ist ein sehr, sehr guter Wert für einen Linksaußen. Hinzu kommt seine Vorlage, die das Spiel erst so richtig in Fahrt gebracht hatte. Mit dem Sieg eroberte sich Frontale Rang 2 in der Tabelle hinter Ex-Podolski-Verein Wisła Kobe. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, das sind echt schon Top-Werte, die Ito abliefert. Für sein erstes Spiel, muss man ja dann dazu auch mal wieder sagen, freut mich sehr für ihn. Und er kann auch wieder zeigen, dass er da ist. Und das wird er auch sehr, sehr sicher machen. Wenn es so weitergeht, könnte dann auch vielleicht nochmal der Marktwert wieder steigen. Ja, auch das sind wichtige Faktoren für einen Fußballspieler. Das zeigt nämlich, dass du auch das wirklich wert bist, was du dann leistest. Auch wenn das bei verschiedensten Vereinen sehr, sehr unfair bewertet wird, muss man zu dem Thema auch mal sagen. Ich nehme nur uns als Beispiel. Gerne den Barisch Artig, der nicht mal 1 Million wert ist. Ja, schwieriges Thema. Nach 3 Jahren, in denen er das Magdeburger Wappen auf der Brust getragen hatte, wechselte er auf eigenen Wunsch in die alte Heimat. Beim FCM kann er nur als Joker zu einsetzen. Zudem wollte er näher bei seiner Familie sein. Bei Kawasaki Frontale fand er schnell einen neuen Verein. Einen der besseren in Japan. Dort hatte Ito einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nach seiner guten Leistung beim Debüt gegen die Pohang Steelers wird Ito sicherlich auf mehr Einsatzzeit hoffen können. Und einen alten Bekannten traf er beim neuen Verein auch. Sai van Wermeskerken. In der Vorsaison als Testspieler beim FCM unterwegs, steht er ebenfalls beim Club aus Tokio unter Vertrag. Er saß aber am Dienstag nur auf der Bank. Ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen: Ito hat sich verdient. Ito ist zurück im Profifußball und wird sicherlich noch den ein oder anderen Gegner mit seinem Dribbling sehr, sehr auf die Nerven gehen. Das hat er bei uns schon gut geschafft. Aber was mich mal wieder interessiert, ist, was eure Meinung dazu ist. Ganz wichtig, ab 99 Cent kann man auch Mitglied werden. Schaut euch das gerne an, das würde mich unglaublich supporten, mit einer kleinen Geste diese Videos zu unterstützen. Dankeschön an jeden, der das macht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Sehr wahrscheinlich beim Stadion-Vlog, wenn das Video am Freitag rauskommt. Ja, sehen wir uns dann. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.